Willkommen! Heute machen wir einen Kurztrip nach Belousland. Bitte, folgt mir! Lo lindo tiene paciencia, espera sin expectativas. Lo lindo tiene carácter, resuena con imaginativas. Y lo justo tiene razón, por lo menos desde tu perspectiva. Y lo justo tiene valor, por lo más desde tu perspectiva. Mitad, mitad, no siempre es lo justo, pero nunca es lo lindo. Also man hat schon viel Energie reingetan und dann rein nach Energieerhaltungsgesetz müsste ja auch wieder Energie rauskommen. Ja, Farben und Licht ist alles immer sehr wichtig, aber ihr seht schon, man fühlt sich gleich viel besser. Und das ist das Ganze eigentlich von heute, dass man sich wohlfühlt und mal einen sehr ausgedehnten Moment hat, weil es sind ja 3 Stunden von 15 bis 18 Uhr, wo man sich mal auf was einlässt, ohne genau zu wissen, was passiert. Also natürlich, weil ich Musikerin bin und eingeladen habe, wird es Musik geben, aber eigentlich geht es darum, schöne Momente miteinander zu teilen. Also ich bin der Evangelis, ja, ich bin Hautarzt und das ist hier die Praxis, die ich mit meiner Frau führe. Die Julia ist reingeplatzt und hat das gesehen hier und ich glaube, ich fand es einfach ganz schön mit den Farben und hat sie gefragt, ob ich hier spielen darf. Und meine Frau hat spontan ja gesagt und ja, da sind wir schon. Die Stimmung. Total gemütlich, total angenehm irgendwie. Die Location tut natürlich sein Übriges dazu. Die ist ja auch wirklich wunderbar. Ja, also bei der Farbe vom Hemd habe ich mich versucht, ein bisschen an den Lampen zu orientieren. Und das T-Shirt war halt gesetzt von einem Skelett. Morbide, aber relaxed. Also eigentlich geht es ja um dieses Belous, was man immer eben sehen kann und was das Wort schon erklärt. Luz heißt Licht. Und ja, ich denke da somit eben an Erleuchtung haben, deswegen habe ich das auch so ein bisschen stilisiert, kann man das sehen, eine Glühbirne. Gleichzeitig aber steht ja Bilous da und das habe ich eben von den Surfern gelernt, immer locker bleiben, also Bilous. Und gleichzeitig kann man das aber auch Blues lesen, weil ich denke gerade auch nachdenklichere, traurige Momente sind wichtig, um ja, was eben mit Tiefgang zu schaffen und zu kreieren, was tatsächlich auch ein Potenzial hat und eine große Strahlkraft. Julia ist wirklich eine Künstlerin und Künstler meine ich große Künstler oder gute Künstler, die reiben sich an der Welt und die haben Schwierigkeiten auch mit der Welt und so weiter und mit ihrer Situation. Und das ist oftmals eben auch eine Situation, die sie dazu befähigt, irgendwie Besonderes zu schaffen. Die haben eine besondere Wahrnehmung vielleicht auch
Und durch diese Reibung an der Welt entsteht eben auch oftmals was Besonderes, was Besonderes Künstlerisches. Und das ist was Besonderes auch an Jula, finde ich. Wie heißt diese Reise, wo man zu seinem eigenen Glück findet? Das Leben? Genau. Bleiben wir mal im deutschen Bereich, ist ja auch ein deutsches Lied. Also ja, habe ich mir sozusagen einfach mal einen Sommer gedacht, ja, ich fahre mal so einfach ins Blaue. Ich denke, wenn man so gewisse Räume einfach aufmacht und so, also ins Blaue einfach mal fährt und schaut, was passiert und dafür offen ist, dann passiert da eine ganz schöne Menge ins Sommerblaue. Was ist das, was Ihre Musik auszeichnet? Naja, eben eine Grenzenlosigkeit, einen absoluten Mut, eine Offenheit für alle möglichen Stile und Einflüsse, eine ich richte mich nicht nach Erwartungen, Haltung, die total sympathisch ist. Man kann halt Sachen machen und die kann man dann so richtig gut machen, dann nimmt man einen Kredit auf, dann hat man viel Geld, um die Leute zu beeindrucken. Allerdings hat man ja auch Druck auf den Schultern, weil man den Kredit irgendwann zurückbezahlen muss. Und ich glaube, eigentlich ist es nicht so gesund und wäre besser, das so alles aus sich selber heraus zu generieren. Und das ist eben der Modus mal sehen. Improvisiert man sich da hin und her und man lernt ganz viel über sich selber. Und ich denke eben gerade, wenn man sich nicht verkauft und sich selber treu bleibt, dann hat es einen viel höheren Gehalt. Und das ist eigentlich das Interessante. Und so wären wir auch alle irgendwie unterschiedlich, was ich auch sehr positiv fände, anstatt dass wir alle so sind, wie das irgendwie ein Businessplan von Bankern oder so einem aufdekliniert, doktriniert. Genau. Alles zusammen. Und genau, Sailor, mal sehen. Si quiser traes agua, si pisa bailar, definido no piso, o sea Sie nimmt zum einen alle Menschen mit rein, sie ist einfach sehr einfühlsam und nimmt jeden so an, wie er ist, und das finde ich super cool, weil ich das auch mal einfach toll finde, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Und ja, herzlich damit, aber eben auch kritisch, hinterfragt, und das finde ich richtig cool. Also eben, wie sie sagt, so ihre leisen Protestsongs. Das nächste Lied heißt Auf seine Weise. Das ist ein Protestschrei, ein leiser Protestschrei. Für mein Unverständnis, warum es eigentlich immer so sein soll, dass man sich irgendwie der Gesellschaft anpasst. Und wenn man schon mal anders ist, dann geht es nur, wenn man irgendwie laut das tut und dafür kämpft und irgendwie andere ausschaltet oder wie auch immer. Und ich denke, es ist eigentlich auch ganz gut, wenn man anders ist, ohne, ja, einfach so ruhig, wie man halt ist und sich nicht irgendwie gegen was setzen muss, sondern eben dazusetzt, auf seine Weise. Ja, Jula Kim kenne ich jetzt auch irgendwie seit 6 oder 7 Jahren und es ist eine große Bereicherung meines Lebens. Und ich habe sie jetzt quasi auch
kennengelernt, bevor sie angefangen hat, Musik zu machen, öffentlich. Und wir sind auch Nachbarn, machen halt auch viel zusammen und das ist immer schön. Und ich freue mich jetzt auch hier, dass ich ja zu ihrer Jubiläumsfeier eingeladen wurde. Und das ist ein besonderer Mensch. Ich sehr glücklich schätze, dass er in meinem Leben ist. Raum erfüllt, Präsenz erdrückt, entrückt, verzückt, gleich sein verglückt. Und nun bückt sich, drückt sich die Hierarchie, vis-à-vis die Wand stand, mit Regeln, um sich einzupegeln, zuckst du. Ich kenne die Jula jetzt schon ein paar Jahre, über die Architektur eigentlich. Ihre Musik habe ich natürlich von Anfang an miterlebt. Und ich bin immer fasziniert, was sie wieder Neues so im Repertoire hat. Und hörst du zu, wenn man nichts hört? Alles doch im Rahmen. Blues-Shirt war das erste, was ich erfunden hatte. Hatte mich so eine brasilianische Modefirma angesprochen, ob ich das machen möchte, nämlich Humanus, das war deren Logo. Und das sieht ja aus wie so eine schwarze Schallplatte. Und bei den Schallplatten früher gab es die A-Seite und die B-Seite. Die A-Seite war das, was der Produzent wollte, also das, was sich nach außen verkauft. Das ist hier auch bei diesen T-Shirts so. Und die B-Seite, das war eben das, was dem Künstler wichtig war. Und da dachte ich, ich mache auch eine B-Seite und nämlich versteckt hier drinne steht dann das drinne, was der Künstlerin wichtig war. Und ja, und für den Alltag ist es eigentlich nicht sichtbar, aber es stärkt einem halt den Rücken, wenn man das T-Shirt anhat für die alternative Lebensweise. Es ist egal, was euer Beruf ist und wo ihr euch sonst noch so verausgabt. Man kann jederzeit was ganz Besonderes und Schönes machen, wenn man sich einfach drauf einlässt. Und wie ich ja auch schon öfters irgendwie erzählt habe, dieser Sprung ins Schwarze, also ins Ungewisse, man weiß nicht genau, wo man hinkommt. Aber ich denke, dass man da viel mehr ins Schwarze trifft, wenn man eben gehen lässt und diese eigene Angst oder ja, das, was einem die Gesellschaft immer vorschreibt, wenn man das mal hinten runterfallen lassen kann und sich dem einfach hingibt, dem Flow. Três noites, os meus olhos na escuridão. Três noites, minha mente no seu coração. Lembro ritmo compasso como uma canção. Três noites, entre o sim talvez e o não. A Jula foi a minha primeira pessoa alemã que eu conheci em Darmstadt. De olhos uma direção. Três erros. O primeiro show que eu fui dela, eu fiquei muito impressionada com a potência da voz dela. E a partir daí eu comecei a seguir a Jula. Três manhãs, três vidas e uma ilusão. O tempo humano bem menor que o meu espaço. Sob minhas costelas, bem debaixo minha voz. E eu acho que o lugar dela é o Brasil. Ela é cara do Rio de Janeiro, um pouco. Eu sei que a Jula gosta muito do Rio, que a pessoa ela quis realmente conhecer a cultura, quis receber todas as influências e a partir disso ela também começou a desenvolver isso nas músicas dela. Amargo e veneno que perpassa minhas veias. Marca minha mente que corrói o coração. Ja, die Jula und ich, das war eine richtig coole Sache. Und zwar hat sie mich eigentlich auf einem Konzert spielen hören, weil ich ja auch Musik mache. Und danach hat sie mich angesprochen, hat gemeint, auch das klang aber ganz cool. Ich freue mich total, dass Jula Kim mich gefragt hat, hier mit ihr zu spielen. Einen Song von ihr und einen von mir. Ich liebe ihre Lieder sehr und
Meine sind ein bisschen anders, aber genau deswegen passt es irgendwie so gut und auch wir haben uns irgendwie gefunden, wir zwei. Tag zum Freuen heißt der Song und der passt natürlich so sehr zu dieser Feier heute, weil wir natürlich einen riesen Grund haben, uns zu freuen. Wir gratulieren ja ganz herzlich zum 5-jährigen Dasein und ja, deswegen viel Spaß mit Tag zum Freuen und herzlichen Glückwunsch natürlich. Alles scheint zu funktionieren. Ich sitze hier und träume, möchte das Gefühl einfach nicht verlieren. Die Farben draußen strahlen und die Luft, sie riecht so gut. Ein Gefühl mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Da kommt ein neuer Lebensmut. Da kommt neuer Lebensmut. Die Sonne scheint in mein Zimmer. Sie ist warm auf meiner Haut. Ich denk mir Sorgen gar nicht mich immer. Ja, so kam das. Und es macht richtig Spaß. Und ich bin auch sehr froh, dass sie mich hierhin eingeladen hat, weil ich einfach ihre Musik und ihre Message auch super cool finde. Ich finde, sie ist so eine Aus-der-Box-Denkerin, könnte ich jetzt irgendwie mal so beschreiben. Sie denkt irgendwie, also sie nimmt zum einen alle Menschen mit rein, sie ist einfach sehr einfühlsam und nimmt jeden so an, wie er ist und das finde ich super cool, weil ich das auch mal einfach toll finde, Menschen so zu nehmen, wie sie sind. Es wird Zeit, dass man das Leben genießt. Es wird Zeit, dass man das Leben genießt. Die Sonne scheint in mein Zimmer. Sie ist warm auf meiner Haut. Ich denk mir Sorgen gar nicht mich immer. Aber heute ist ein Tag zum Freuen. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an dich, liebe Jula. Ja, finde ich eine richtig coole Sache und ich freue mich total dabei zu sein. Ich mag nicht kämpfen. Mich wehren mit Krämpfen. Gegen Machtdemonstration, Rechthaberei und Frustration. Wie selektiv deine Wahrnehmung dramatisch. Weiterdrehung, vage Aussage mit klarer Anklage. Du kennst dich aus, gar keine Frage. Ich erzähle nur so ein bisschen die Vorgeschichte. Diese Gläser, die hat mein Vater gekauft, sehr lange her. Und irgendwann, weiß ich nicht, vor 5, 6 oder 10 Jahren oder so, meinte meine Mutter, die kannst du haben. Da gibt es noch eine Stufe größer, aber die sind immer sehr fragil und viele sind schon kaputt gegangen, sodass jetzt nur noch diese 2 kleinen übrig sind und der eine große. Der ist noch zu Hause und die beiden kleinen, ja, die sind hier. Das ist das Einzige, was noch unversehrt ist. Und das hier hat auch eine Macke. Ja, wie wir alle. Und jetzt würde ich sagen, Fangen wir an. fangen wir an. Tipp-Tapp, Tipp-Tapp, leise Schritte im Regen, leise Lüfte, die leise, leichte Blätter bewegen. Leise Tropfen, die langsam von Blattspitzen fallen, die als Tipp-Tapp-Tupp durch das Blättermeer hallen, die erst plätschern, dann rauschen, sich sammeln im Schaum, Sich im Boden verlieren, wie der Tag sich im Traum. dann ein lauteres Knacks, Das den Trott unserer leisen Schritte im Regen plötzlich zerbricht. nur ein Wink auf dem Weg, schau, es ist nur ein Ast, unter Blättern vergraben, mehr ist das doch nicht.
eine Reihe von Erlen, deren silbriger Saum wie Perle für Perle zum Ufer sich neigt. Ein Stein, ein Plop, eine Welle im Licht, ein versunkenes Blatt wie ein fernes Gesicht. da ganz plötzlich ein Loch, das ein Sonnenstrahl frech ins dichte Grau des Wolkendachs sticht. Ein kurzer Augenblick nur, ein Schimmern, ein Glitzern, ein Funkeln in deinem, in meinem Gesicht. Tipp-Tapp, Tam, Tipper, kann Tapper, kann Klapper, kann Knapper. kann knapp überm Damm. Tipp-Tapp, Tap, Hammer, Sommer, Han, Sommer. Sam, Sammer, da Hammer. Sommer, Hammer zusammen. Ist das Leuchten, das Strahlen im Spätsommerlicht? Ist das Leuchten in deinem, in meinem Gesicht? Es ist das Leuchten, das Strahlen in deinem Gesicht. Es ist das Leuchten in deinem, in meinem. In deinem, in meinem. In deinem Gesicht. Tipp-Top. Dankeschön. Florian Schneider. Ich hatte die Ehre, auch die Liner Notes für ihre Art Edition zu machen. Da haben wir einfach mal zusammengesessen am Abend bei einer Flasche Rotwein. Dann haben wir so mal erzählt, dass eigentlich diese gute alte Tradition der Plattentexte, dass man über den Künstler was erfährt, ne? Was so in den 60er, 70er Jahren gab, da kriegen wir es schon, dass es das heute gar nicht mehr so gibt. Und dann sagte Julia, ja, ich mache dieses Art-Ding, und dann haben wir gesagt, das braucht Liner Notes. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt und dann habe ich ihr was geschrieben und das ist dann in diese Art Edition eingegangen und das macht mich natürlich stolz und ich glaube, Julia hat es gefallen und das freut mich natürlich sehr. Diese vielsprachigen Texte, diese Weltoffenheit einfach, ne? Und dieses Spontanität und dieses ich mache einfach und es ist egal, wie es die Leute finden und genau das kommt rüber und sie ist eine sehr starke Persönlichkeit, die man einfach auch deswegen so unterstützt, weil es einfach mit ihr immer Spaß macht. Wahrheit und Deine, die des Gegenübers halten, ewige Umwaltung. Wie man auf die Faltung, gespalten weg Vergangenheit auf. Heute trösten dir und dein Gegenüber. Unsere Crazy Julia halt. Crazy Julia. Wir sagen immer die Verrückte wieder. Wir gehen heute zur Verrückten. Aber positiv natürlich. Zur positiv Verrückten, genau. E três pedidos de perdão. Sehr viel Anspannung doch im Vorfeld, aber dann kommt man ja doch rein und wird auch selber mitgenommen nach Belousland. Aber so richtig erinnern an was kann ich mich nicht. Ja, genau. Aber ja, es war schön, auch zum Schluss, wie dann alle sitzen geblieben sind und das einfach nochmal so der Nachhall in dem Raum, dass man da ganz schön, ja, das war genauso, wie ich es gerne mir gewünscht habe. Ja. Dankeschön.